Das Smartphone ist ein super Werkzeug im Wald. Jedoch ist es nicht gerade für die Forstwirtschaft gemacht. Wir haben wechselnde Sonneneinstrahlung, auf unserem Display können wir nichts erkennen. Wir haben mit der Markierfarbe oder Motorsäge gearbeitet und haben deshalb Handschuhe an und können unser Smartphone nicht bedienen. Oder wir bewegen uns und laufen und da ist die Nutzung von dem Smartphone sowieso viel zu gefährlich. Ich bin Gerrit Barlen von Grünecho. Zusammen mit der Universität Freiburg untersuchen wir daher alternative Kommunikationsmöglichkeiten für die Forstwirtschaft. Darunter fällt Mensch-zu-Maschine-Kommunikation, Maschine-zu-Mensch-Kommunikation und natürlich, wie gehabt, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. In diesem Fall ist es ein intelligenter Forsthelm, der mir erlaubt, Daten aufzunehmen, abzurufen und anzeigen zu lassen. Der Helm besteht im Wesentlichen aus 4 Komponenten. Das ist einmal das Mikrofon, das sind die verbauten Lautsprecher in der Muschel, das sind verbaute Sensoren im Helm und das ist ein Display, in diesem Fall eine Brille, die miteinander kommunizieren. Zusammen ergeben sie das System Fovis. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, das zeige ich dir in einer kleinen Machbarkeitsstudie im Wald. Dazu nehme ich dich mit. Ziel ist es, Bäume aufzusuchen, Schadholz aufzunehmen und das Ganze ohne das Handy anschauen zu müssen. Wir sind jetzt also bereit für die Aufnahme von Schadholz. Doch bevor es losgeht, testen wir erstmal alle Funktionen, ob sie aktiv sind. Der Helm reagiert auf die Eingabe bestimmter Befehle. Welche Befehle das genau sind, sagt dir der Helm tatsächlich selber. Hierzu müssen wir einfach nur Hilfe sagen. Das werde ich gleich testen, dann gehen wir direkt los mit der Navigation. Aktuell gibt es nur die Möglichkeit, zu Rettungspunkten zu navigieren. Daher habe ich exemplarisch einen Rettungspunkt in den Bestand gelegt, den wir gleich auf Schadholz untersuchen möchten. Hilfe! Sage Käfer, um Schadholz aufzunehmen. Sage Rettungspunkt, um zum nächsten Rettungspunkt zu navigieren. Sage Forsteinrichtung, um Bestandesdaten anzuzeigen. Rettungspunkt. Navigation zu nächsten Rettungspunkt. Wir sind jetzt in unserem Bestand angekommen. Um Informationen aus unserer forstlichen Kartierung zu erhalten, wechseln wir in den Navigationspunkt Forsteinrichtung. Auch die Baumartenverteilung finden wir dort. Aktivieren. Fovis ist nun aktiviert. Forsteinrichtung. Wähle zwischen Flächeninformation und Baumartenverteilung. Flächeninformation. Name, Kalklide, Größe, 12 Hektar, Ziel, Hochwald. Zurück. Zurück zu Forsteinrichtung. Baumartenverteilung. Buche, 42%, Fichte, 34%, Kiefer, 12%, sonstige, 12%. Start. Wir stellen uns vor, wir haben an dieser Stelle Käferbäume und möchten diese aufnehmen. In der Funktion, die ich geschrieben habe, brauchst du, um die Bäume aufzunehmen, einmal die Baumart, einmal die Baumhöhe und den Durchmesser. Die Baumhöhe schätze ich, Durchmesser messe ich mit der Kluppe. Visualisiert werden die Bäume dann anschließend, wenn ich fertig bin, in der Forsteinrichtung. Und das gehen wir jetzt mal durch. Aktivieren. Was kann? An. Fovis ist nun aktiviert. An. Was kann ich für dich tun? Käfer. Nenne mir die Baumart, Durchmesser und Höhe des Baumes. Fichte. 30 cm. 25 Meter. Möchtest du den Baum speichern? Antworte mit Ja oder Nein. Ja.
Fichte mit 30,0 cm Durchmesser und 25,0 Meter Höhe wurde hinzugefügt. Käfer. Nenne mir die Baumart, Durchmesser und Höhe des Baumes. Fichte 42 cm, 25,5 Meter. Möchtest du den Baum speichern? Antworte mit Ja oder Nein. Ja. Fichte mit 42,0 cm Durchmesser und 25,5 Meter Höhe wurde hinzugefügt. Käfer. Nenne mir die Baumart, Durchmesser und Höhe des Baumes. Fichte 45 cm, 26,38 Meter. Möchtest du den Baum speichern? Antworte mit Ja oder Nein. Ja. Fichte mit 45,0 cm Durchmesser und 26,38 Meter Höhe wurde hinzugefügt. Aus. Die Brille ist nun ausgeschaltet. Du kannst trotzdem weiter Daten aufnehmen. Deaktivieren. Fovis ist nun inaktiv. So, wir haben jetzt unsere 3 Bäume aufgenommen. Sind also fertig mit unserem Bestand. Wir schauen gleich noch, wie das Ganze, wie die Spracherkennung neben der Motorsäge funktioniert. Aber dazu gehe ich erstmal wieder hoch. Wir haben jetzt gesehen, dass die Aufnahme von Bäumen problemlos funktioniert. Anders war das bei der Navigation. Obwohl die Entfernung gestimmt hat, hat die Richtung oft falsche Werte angezeigt. Das zurückzuführen auf ein relativ übliches Problem, wobei der verbaute Kompass abgelenkt wird durch Magnetfelder. Jedoch kein Problem, was man mit längerer Entwicklungszeit nicht lösen könnte. Wie versprochen machen wir jetzt einen Test neben der Motorsäge. Zwar sollte man das Gerät sowieso nicht während der Arbeit mit der Motorsäge benutzen. Häufiger kommt jedoch vor, dass wir neben einem Forstschlepper, am Harvester oder Seilkran stehen, welcher Lärm macht. Fovis aktivieren. Fovis. Rettungspunkt. Start. Forsteinrichtung. Baumartenverteilung. Start. Was kann ich für dich tun? Deaktivieren. Fovis ist nun inaktiv. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über die Funktionen des Systems Fovis geben und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.